Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Heute habe ich hier den Uwe von Metabo sitzen. Und wir werden uns heute mal anschauen und anhören, warum zum Teufel ist Uwe seit 30 Jahren bei Metabo? Was hat ihn hier gehalten und ab welchem Betrag könnte man ihn zu einem anderen Werkzeughersteller abwerben? Uwe Hilsenbeck, Metabo-Trainer und Seminarleiter mit echtem Profi-Know-how. Mit jahrelanger Erfahrung im Handwerk und einer Leidenschaft für Elektrowerkzeuge bringt er Fachwissen dorthin, wo es gebraucht wird. In Schulungen und Seminaren zeigt er, wie man mit Metabo-Werkzeugen effizienter, präziser und sicherer arbeitet. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Mit Uwe profitieren Hobbyhandwerker und Profis von praxisnahen Tipps und erstklassigem Training. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Du bist also Uwe von Metabo und wir haben ja schon ein paar Videos zusammen gedreht und da, am Anfang sagst du immer, ich bin Uwe von Metabo. Aber wer ist eigentlich Uwe von Metabo? Uwe von Metabo ist 49 Jahre alt und arbeitet seit über 30 Jahren bei Metabo. Wer jetzt rechnen kann? Ja. Das heißt, ich habe eigentlich noch nie ein anderes Unternehmen gesehen in meinem Leben. So gut gefällt es mir bei Metabo, das ist jetzt kein Flachs, also das ist so. Habe verschiedene Stationen bei Metabo durchgemacht oder durcherlebt. Von Montage über Außendienst und Schulungsbereich. Und ist einfach eine geile Firma und ich gehe jeden Tag gerne zum Arbeiten. Ja. Das war schon ein großer Abriss eigentlich, ja. Das heißt, du arbeitest jetzt seit 30 Jahren bei Metabo. Und du hast da deine Lehre gemacht? Richtig, ja. Was hast du gelernt? Gelernter Werkzeugmacher, also heutzutage der Werkzeugmechaniker. Werkzeugmechaniker. Ja. Ich meine, 30 Jahre ist schon krass, ja. Also gerade in der heutigen Zeit gibt es das ja kaum noch, dass jemand so lange bei einem Arbeitgeber ist. Und ich meine, ich kenne euch Werkzeughersteller ja ziemlich gut und da gibt es ja so ein stetiges auch Wechseln untereinander. Ja, da gibt es ja einer macht mal da, hier, da, hin und her. Teilweise wechselt er auch Prominenz, aber du sagst 30 Jahre Metabo. Richtig, ja. Ja. Und du bist auch noch nie in die Versuchung gekommen. Es gab Angebote, nenne ich es mal so, aber war für mich nie ein Thema. Woran ist gescheitert? Vielleicht für die an der Kohle. Nee, also es ist einfach so, also du bist wirklich gerne bei Metabo. Ja. Ja, also ich meine, wer 30 Jahre da ist, muss da gerne sein. Wie ist es denn bei Metabo zu arbeiten? Es hört sich immer doof an, weil das, glaube ich, jeder von seiner Firma sagt, dieses Familiäre und man kommt so super miteinander aus. Es ist aber wirklich bei uns so, wir sind ein relativ kleines Unternehmen Metabo. Da kennt jeder jeden. Also wenn ich durch die Firma laufe, war ich mit dir, glaube ich, auch schon Werksführung gemacht, da kennst du der Franz, der Hans, da kennst du jeden, jeder redet miteinander. Und das ist das Schöne bei Metabo, dass es eben dieser Zusammenhalt in der Firma dann gibt. Und speziell in meinem Bereich, gerade das Schulungszentrum oder die Academy, da kommt natürlich auch irgendwie jeder irgendwann mal hin. Weil irgendjemand hat mal eine Frage und bei uns stehen die Türen immer offen. Egal wer kommt, ob es die Putzfrau ist oder der CEO, das ist uns egal. Wer eine Frage hat, kommt, wir testen das, wir probieren das. Und das ist eben das Coole, finde ich, an Metabo. Ob das wirklich bei anderen Firmen auch so ist, dass immer so erzählt wird, dieses Familiäre, lass ich mal dahingestellt sein, aber bei uns ist es wirklich so. Also kann ich persönlich bestätigen, ich war ja bei euch auch schon vor Ort, bei euch zu sein, fühlt sich anders an. Also das meine ich auch positiv. Also und ich kann das aber nicht greifen. Das schwebt so auch in der Luft irgendwie. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Was nicht heißt, dass es bei allen anderen schlimm ist oder böse oder sonst irgendwas. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich bin bei euch in eine Tür rein und es hat sich anders angefühlt. Schön. Und vielleicht ist das auch irgendwie dieses Metabo-Gefühl. Ich weiß es nicht.
Was hast du denn, du hast jetzt schon erzählt, du hast einige Stationen durchgemacht. Was war denn dein allererster Job bei Metabo? Die Lehre. Ja, aber danach. Ach, danach. Danach war ich im Bereich Montage tätig. Mhm. Das heißt, es gibt einen, der so mehr oder weniger verantwortlich ist für 1, 2 Montagesysteme. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Okay, vorher direkt nach der Lehre einfach Maschinen montiert und dann eben dann als Auszubildender, man versucht natürlich die Auszubildenden natürlich dann auch in der Firma weiterzubringen. Dann eben zuständig für unterschiedliche Systeme in der Montage. Und dann kam eben einer um die Ecke und sagte, hey Uwe, ich glaube, du könntest Maschinen gut zeigen und vorführen. Und dann bin ich 3 Jahre lang nach Norddeutschland und habe da Diamantbohrtechnik, also große Löcher im Beton, gemacht. Und das war eine saugeile Zeit für mich. Die Nordlichter waren ganz toll. Also der Schwabe da oben, nicht der Bayer auf Rügen, aber der Schwabe im Norddeutschen. Ganz, ganz liebe Menschen, ich wurde aufgenommen. Also war eine extrem gute Zeit und für mich natürlich auch, gerade zur Diamantbautechnik, du treibst dich natürlich auch sehr viel auf Baustellen rum. Mhm. Und das hat mir natürlich für jetzt heute, gerade im Bereich Academy, im Schulungsbereich, hilft mir das heute noch. Ich weiß, wie die Jungs arbeiten, ich weiß, wie es da auf und zu geht und welche Probleme die dann auch haben. Und das ist natürlich extrem wichtig, das auch zu wissen. Wenn du das nicht weißt, kannst du kein Elektrowerkzeug dementsprechend dann nachher entwickeln oder dann auch vorführen, wenn du die Anwendung nicht kennst. Mhm. Und seit wie vielen Jahren bist du jetzt im Bereich Schulung? 20 Jahre jetzt. 20 Jahre, ja. Also seit 20 Jahren versuchst du Menschen wie mir beizubringen, wie die Geräte funktionieren. Genau. Ja. Manchmal klappt das nicht. Nein. Nein, also es ist ja schon echt eine lange Zeit. Da musst du ja wirklich auch Passion für haben. Ja? Du musst sagen, also Leuten Werkzeug näher zu bringen, ist mein Ding. Mhm. Ich glaube, ich bin auch der Typ dazu. Am Anfang dachte ich, ja, um Gottes Willen, das kannst du ja nie vor Leute hinstehen. Heutzutage stehe ich manchmal vor 100, 200 Menschen auf einer Bühne und mache bei Neuheiten irgendwas. Das macht mir Spaß. Ich bin überzeugt von den Elektrowerkzeugen und will das natürlich auch weiter nach vorne bringen und auch den Menschen genauso diesen Flair rüberbringen. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn ich irgendwas mache. Ich stehe dahinter, ich stehe hinter Metabo, ich stehe hinter den Elektrowerkzeugen. Und ich finde es einfach cool, ich mache das unwahrscheinlich gern. Wie hat sich eigentlich der Endanwender über die Zeit verändert? Wenn ich mir jetzt, also könnte mir vorstellen, wenn ich mir vor 20 Jahren, ja, du schulst ja vor allem den Fachhändler, glaube ich, oder? Jetzt sagen wir mal, der Fachhändler von vor 20 Jahren und der Fachhändler von heute. Was ist da anders? Also das riesengroße Thema ist gerade Akku. Was ja natürlich vor 20 Jahren, ja, es gab Akkugeräte, das waren Bohrschrauber. Aber man hatte damals Elektrowerkzeuge manchmal im Auge, wo man gesagt hat, ach, da lassen wir lieber die Finger davon weg, das funktioniert sowieso nicht mit Akku. Ja, weil einfach die Leistung nicht da war oder die Ausdauer war nicht da. Und das hat sich natürlich extrem gewandelt. Egal ob jetzt beim Händler, der sagt, du, ich verkaufe 90% Akkugeräte, es gibt noch ein paar spezielle Geräte, gerade Winkelschleifer, die vielleicht noch Netz gehen. Und natürlich auch beim Endanwender, weil es ist, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber jeder ist bequem, jeder will für sich so einfach wie möglich seine Arbeit erledigen. Klar. Und das ist mit Akku natürlich wesentlich einfacher. Ich sage, du hast doch 1,5 Meter weg, hast doch eine Steckdose, warum ist ein Akkugerät? Weil es einfacher ist, ich falle nicht über das Kabel, es funktioniert. Und das ist natürlich gerade der Riesen-Switch von Anfangszeit, vor 20 Jahren zu heute, dass heutzutage eben fast alles Akku ist. Und wirklich gut. Also das funktioniert 1A. Du merkst bei vielen Geräten gar keinen Unterschied mehr zwischen Netz und Kabel. Und das macht mir auch so unwahrscheinlich Spaß, ja, dass sich da auch noch was tut in dem Bereich. Ja. Wie hat sich der Anspruch an Werkzeug verändert? Dass die Leute mehr erwarten oder weniger erwarten oder andere Dinge erwarten von Werkzeug? Das ist eine schwere Frage. Weil ich persönlich habe das Gefühl, dass die Leute sich immer weniger mit Werkzeug beschäftigen möchten. Die möchten es nur in die Hand nehmen und das muss jetzt irgendwie funktionieren. Oder war das schon immer so? Nee, ich glaube, früher hatte natürlich auch mit den Kosten von Elektrowerkzeugen zu tun, glaube ich. Also
so ein Endanwender, der hat sein Werkzeug gepflegt, gehegt, das hat ihm seine Arbeit erleichtert. Vielleicht wusste er, wie es vorher war, ohne so ein Gerät, dass ihm das neue Gerät viel Zeit erspart und hat viel mehr darauf geachtet. Ich glaube, heutzutage ist das Elektrowerkzeug, ja, man hat es halt. Ja, aber was wirklich dahinter steckt, das sehe ich immer, wenn wir gerade mal auch mit Händlern mal eine Werksführung machen, die sehen, was steckt denn eigentlich hinter seinem Elektrowerkzeug, was muss ich alles tun, dass es überhaupt nachher läuft und sich dreht. Dann ist ein bisschen der Blick auf so einen Winkelschleifer oder auf einen Akkubohrschrauber, was auch immer, ein anderer. Also das hat sich, denke ich, schon verändert, dass die Endanwender und auch der Händler früher viel mehr Wert auf das Elektrowerkzeug gelegt haben, wie heutzutage vielleicht. Ja, ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, weil es im Verhältnis günstiger ist, ja, wie früher, dass es, ich will nicht sagen, es ist Wegschmeißartikel, aber man achtet es nicht mehr so. Ja. Metabo ist ja eine Firma, die auch sehr stark, also der Bohrhammer, ja, ist ja etwas, was so bei euch so im Herzen ist. Also das ist so, habe ich so den Eindruck. Der Bohrhammer ist etwas, was euch sehr wichtig ist, aber wofür ihr auch bekannt seid. Möchte ich mal ganz kurz eine persönliche Geschichte erzählen, weil ich selber hatte keinen guten Bohrhammer. Und das hat nie funktioniert und ich habe eine ganz normale Wohnung gehabt und bin nie in die Decke gekommen. Ich habe mich früher mal gefragt, warum zum Teufel komme ich mit dem, was ich hier habe, nicht in die Decke, habe eine Schlagbohrmaschine genommen. Ja, man kennt viele, dass das irgendwie, naja. Und dann hat mir jemand seinen abgelegten, gebrauchten Metabo-Bohrhammer geschenkt. Du hast den so angeguckt und hast gedacht, boah, ach, ich weiß nicht. Also der sah aus schon wie 25 Jahre in Gebrauch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er wirklich schon locker 10 Jahre alt. Jetzt muss man dazu sagen, das war vor 15 Jahren. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich seine 25 Jahre haben. Und das Interessante ist, den benutze ich bis heute. Ich habe das aus meiner Wohnung ihm mitgeschleppt, habe mein ganzes Haus dann mitgebaut. Alles, was ich im Haus gemacht habe, habe ich mit dem gemacht. Der ist mir ungelogen mindestens 10-mal von der Leiter gefallen. Es gibt eine Absturzsicherung, hat sich nicht benutzt. Und er funktioniert bis heute. Und das soll jetzt kein Lobhudelei sein, sondern das ist ein ultra solides, gutes Gerät. Ich habe keine Ahnung, wie viel Joule das hat. Weiß ich nicht. Er funktioniert einfach. Ich habe damit auch schon Sachen weggestemmt und gemacht und getan. Und wenn ich da auf dieses Gerät gucke, sehe ich ein unwahrscheinlich wertiges Gerät, was sehr, sehr langlebig ist. Und da frage ich mich, was macht das mit dir, wenn die Leute auf Metabo schauen als Marke und sagen, ja, das ist so Baumarktware und das ist so Werkzeug. Ja? Und ist das überhaupt gleichwertig zu anderen großen Herstellern? Wie fühlt sich das für dich an? Ich könnte weinen, weil wir haben in den Ende der 70er, 80er Jahre sehr spezielle Elektrowerkzeuge gebaut für den Privatmann. Ich weiß nicht, ob du das weißt, es gab einen Rasenmäher von Metabo. Da wurde eine Bohrmaschine oben reingesteckt. Das war dann der Rasenmäher. Krass. Und ich glaube, das hängt uns noch irgendwie am Bein. Dass eben sehr viele uns aus dem Multitool, damals hieß dieses System Multitool, von dort aus noch kennen. Wir haben aber weiterhin natürlich Industriemaschinen, Handwerksmaschinen hergestellt. Ich würde gern denjenigen, der sowas denkt, ihn mal mitnehmen zu einem Industrieunternehmen, der unsere Maschinen im Dreischichtbetrieb quält und sagt, du, bring mir nichts anderes, weil das andere ist nach 2 Monate durchgelutscht und Metabo hält ein halbes Jahr. Halbes Jahr hört sich jetzt auch nicht lang an. Aber wenn man überlegt, wie viele Stunden denn das sind, genau, Anwendungsstunden. Um das geht's. Da würde ich den mal gern mitnehmen und sagen, hör dir mal das an von dem Industrieanwender, der den Winkelschleifer oder was auch immer im Dreischichtbetrieb durchknallt, bis er nicht mehr kann. Weil daran sieht man, wie qualitativ hochwertig unsere Elektrowerkzeuge sind. Absolut, ja. Ich glaube, es ist etwas, was für euch als Marke extrem schwer ist. Und es ist super
anstrengend, wahrscheinlich auch dagegen anzuarbeiten, immer und immer und immer wieder. Und ich selbst habe keine Erklärung, warum andere Hersteller das weniger haben oder gar nicht teilweise. Ja. Wir haben uns ja, glaube ich, heute sogar über das Thema kurz unterhalten. Und es ist ja wirklich komisch, wie regional diese Aussagen kommen. Und ganz schlimm wird es dann, oder ganz anders wird es dann, wenn wir sogar ins Ausland gehen. Also in Ländern, zum Beispiel China, sind wir High-End. Wir produzieren ja auch Elektrowerkzeuge in China. Das sind ja meistens solche Einstiegsgeräte im unteren Wattleistungsbereich oder im Drehmomentbereich. Die Jungs kaufen aber ausschließlich unsere Made in Germany High-End-Produkte. Die wissen, das Zeug steht für Qualität, Made in Germany, und nutzen es in der Industrie. Wir sind im Handwerk in China für niemand. Weil da sind die Elektrowerkzeuge aus China viel, viel günstiger und die Handwerker haben gar nicht das Geld, sowas zu kaufen. Aber die Industrie, ja, da unten sind große Industriebetriebe. Absolut, ja. Die nutzen eben unsere Elektrowerkzeuge. Oder USA oder Lateinamerika, wo unsere Werkzeuge zu 100% nur beim Profi laufen. Da kann sich ein Privatmann gar nicht so ein Gerät leisten. Das geht gar nicht. Und wie gesagt, das finde ich immer ganz, ganz schade. Da fange ich manchmal auch fast an, das zu weinen, weil es ist nicht wahr. Es kommt aus der Historie raus und das weißt du so gut wie ich. Dass du einmal vielleicht mal falsch gemacht hast oder anders gemacht hast, das hängt dir jahrzehntelang am Bein, machst einmal was gut und so, ja, war toll. Aber ja, ist so. Ja, also man sieht auf jeden Fall, das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig. Metabo ist eine Marke, die in der Industrie extrem stark ist. Und du darfst natürlich nicht die ganzen Namen nennen, wo das alles im Einsatz ist, aber ich glaube, der Zuhörer und Zuschauer wäre echt erstaunt, wo ihr überall unterwegs seid, wo ihr auch gesetzt seid und wo niemand anderes an euch vorbeikommt. Trotzdem ist das Image an einigen Stellen, also nicht generell, ja, dass man sagt so, weiß ich nicht, vielleicht ein anderer, macht was Besseres, ja. Ich selbst kann auch sagen, also ich habe diese Erfahrung gar nicht gemacht und deswegen ist es ja, dass Metabo bei uns auf dem Kanal auch eine super starke Marke ist und eine wichtige Marke ist, weil sie eben ganz normal mithalten kann, wie bei allen anderen. Und ohne jetzt bestimmte Geräte auch zu sagen, ist es so, dass ihr an einigen Stellen natürlich auch den Marktstandard setzt, ja, und auch wirklich ganz klar das beste Gerät habt. Und das sind nicht nur Winkelschleifer, ja, sondern ganz tolle Geräte habt. Danke. Du selbst berätst ja vor allem den Fachhandel, ja. Fachhandel, teilweise auch Endanwender, aber vor allem den Fachhandel. Wie stehst du denn als Fachhandels-Schulungstyp eigentlich dem Onlinehandel gegenüber? Es geht nicht ohne, sage ich es einfach mal so. Es ist extrem wichtig. Und ich mache ja nicht nur Schulung für den Fachhandel, sondern auch gerade die Onliner, die müssen ja auch wissen, um was es sich dreht. Warum ist jetzt vielleicht die Metabo 20 € teurer wie ein anderer Hersteller? Man muss sich immer an die eigene Nase fassen. Wo gehe ich denn hin? Wo kaufe ich denn sehr viel? Also beide sind mir ganz, ganz wichtig. Also ich bin ein Typ, wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, dann gehe ich in den Fachhandel und lass mich da das jeweilige Gerät oder was auch immer erklären. Aber genauso bin ich natürlich jemand, der, wenn er genau weiß, was er will, dann kauft er sich das im Internet viel einfacher und schneller. Wie siehst du eigentlich du selbst schulst deine Geräte? Und im Grunde mache ich das ja auch. Ja. Ich mach's halt anders und aus einem anderen Blickwinkel vielleicht. Aber wie siehst du denn das Thema YouTube im Verhältnis zu dem, was du machst? Würde mich persönlich interessieren. Also ich finde, wir Academy machen es zu wenig. Hat aber den einzigen Grund, warum wir es zu wenig machen, wir haben einfach für das Thema leider zu wenig Zeit. Unsere Fachhändler, die direkt zu uns kommen nach Deutschland, das ist ja Fachhandel weltweit. Da kommt der Australier, da kommt der Kolumbianer und der Amerikaner, es ist ja weltweit. Somit ist es für uns in der Academy einfach nicht möglich, das on top noch zu leisten. Ich finde es aber sehr wichtig, das zu tun. Also ergo, wenn du könntest, wie du wolltest, wäre es doch eigentlich eine gute Idee, wenn ihr auch eigene YouTube-Videos machen würdet. Ja. Machen wir ja zum Teil, aber halt nicht in der Maße, wie ich mir das vorstellen würde. Ja. Ja. Du hast gerade was Interessantes gesagt, und zwar
das würde man so ja gar nicht erwarten. Also unter Schulung stelle ich mir Folgendes vor. Da so ein alter Mann steht in so einem alten Raum und da kommt jemand vorbei und sagt, Mensch, und dann schult man das so mit so einem Polylux-Projektor. Und das ist ja gar nicht der Fall, sondern erstmal, du bist natürlich kein alter Mann, aber was man nicht denken würde, ist, wie ausgebucht du bist, also wie durchgetaktet du auch bist, wie viel du schulst, das unterschätzt man total. Ja. Also was da alles los ist bei euch auch, ja. Das ist ja nicht so, dass du mal sagst, du sitzt da in deinem Kaschemme, trinkst einen Kaffee und sagst immer, könntest du vielleicht nächste Woche mal schulen? Ich glaube, das würdest du dir manchmal wünschen. Das wünsche ich mir manchmal, das stimmt. Ja. Aber es ist, da brauchst du gar nicht drauf antworten, aber es ist einfach, war gar nicht so leicht, auch einen Termin für heute zu finden, wo du mal Zeit hast. Ja, und das lag ja nicht an deinem Willen, sondern wirklich Termin an Termin an Termin. Finde ich super interessant, wie viel das auch ist, ja, dass Leute sich da schulen lassen. Was mich interessieren würde, bestimmt auch die Zuschauer und Zuhörer, da kommen Leute zu euch und lassen sich Dinge beibringen und du hast ja schon Tausende von Menschen bei dir gehabt. Ja. Was waren dann so die verrücktesten Sachen, die da so passiert sind, was Leute gefragt haben und was da so einfach so drumherum war? Also das Drumherum ist immer sehr amüsant. So die Abendveranstaltungen. Ah, okay. Ja, oder wo ich dann selber auch gar nicht mehr vor Ort bin, so dann nach der Abendveranstaltung so im Hotel, was da so noch passiert. Also das ist sehr amüsant und manchmal auch für uns sehr hart, weil wir dann eben nachts noch ausrücken müssen und da Leute einsammeln müssen. So die Schulungen laufen mehr oder weniger immer gleich ab. Natürlich hast du manchmal Gruppen, wo du denkst, ach, kommt doch aus dem Quark. Wir sind doch nicht in der Schule. Fragt uns doch was. Deshalb seid ihr doch da. Und da gibt es aber auch Gruppen, aber meistens sind es dann Ausländer, die zerlegen dir die Bude. Also da wo du danach sagst, okay, das wäre glaube ich nicht schlecht, wenn wir danach renovieren. Aber weil sie so viel testen und sie so viel testen und die Maschinen von der Wand reißen und alles. Am liebsten würden die dann einen Akkuschrauber nehmen und den Bohrhammer dann aufschrauben und dann reingucken. Wir haben ja natürlich Schnittmodelle logischerweise, aber die sind dann wirklich so verpocht, alles reinzusaugen, zu wissen. Also sehr stark hands-on. Da geht es wirklich sehr stark ins Hands-on, ja, genau. Aber das ist doch das, was richtig Spaß macht. Ja, natürlich, klar. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, auch für einen Lehrer. Ich verstehe jetzt auch, seit ich den Beruf mache, mehr auch so die Lehrer, wenn du so eine Klasse vor dir hast, bei mir die Kunden, die halt da sind, die sich so berieseln lassen und dann so immer auf die Uhr gucken und denken, ja, wann ist er jetzt denn endlich fertig? Es gibt nichts Schlimmeres wie so jemand. Ist bei uns sehr wenig, klar, aber es gibt auch die, klar. Gibt es jemanden, der mal bei dir war und wo du das Gefühl hattest, das ist eine so krasse Fehlbedienung, die er selber gemacht hat oder machen wollen würde oder wo er völlig falsch gedacht hat? Hast du da irgendeine Geschichte für mich? Es gibt zum Beispiel eine, wo die linke Hand am Bohrhammer war. Der Zusatzhandgriff war nach links. Ja, also das ist jetzt schwer vorzustellen. Normalerweise nimmst du die rechte Hand an den Haupthandgriff und die linke Hand an den Zusatzhandgriff. Der hatte aber die linke Hand am Haupthandgriff und die rechte Hand am Zusatzhandgriff. Also übergegriffen. Das hat dann damit geendet, dass er mehr oder weniger danach den Arm verknotet hat. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Und die geilste Geschichte war eigentlich ein Südkoreaner, der gemeint hat, er sei stärker wie der Akkubohrschrauber und hat dann den Zusatzhandgriff weggeschraubt und hatte dann, war glaube ich eine 13x500er Schraube, also 13 durch, 500 lang und hat die reingeschraubt und es ging dann so gut bis so eine halbe Länge maximal. Und hat ihn die Kräfte verlassen. Der Akkuschrauber flog circa 2 Meter nach links, er flog nach rechts. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber das sind dann so, wir haben sogar gefilmt, also zufälligerweise. Wenn es mir schlecht geht mal, dann gucke ich mir das Video an. Ihm ist nichts passiert, nichts gebrochen. Aber das sind so Geschichten, wo ich sage, ach du Himmel, nimm einen Kugelschreiber, ist vielleicht nicht so gefährlich für dich. Ja, also ich glaube, viele unterschätzen einfach die Kraft, die diese Geräte haben heutzutage. Ja, also im Akku. Gerade im Bereich Akku, glaube ich, gibt es noch viele, die Geräte deutlich unterschätzen. Also gerade Akkuschrauber, was die eine Kraft haben. Auch schon kleinere, also selbst 50, 60 Newtonmeter reichen schon, da ist schon ordentlich Wumms hinter. Ja, genau. Ja, und wenn man da so eine große Schraube nimmt,
Also das macht doch, ich muss ehrlich sagen, mir geht das manchmal auch so, wenn ich solche Tests mache, selbst mit Zusatzhandgriff. Wenn ich ein paar Schrauben geschraubt habe, also so richtig große Kavenzmänner, da weiß ich auch, was ich getan habe. Ja, das ist wirklich anstrengend. Ja. Und hinterher denke ich mir manchmal, das war für mich schon anstrengend, aber krass, was dieser Akkuschrauber jetzt geleistet hat. Ja? Ich finde es immer krass, dann an den Profi zu denken. Ja. Weißt, der macht das ja nicht nur so wie du und ich, so 2, 3 Schrauben, sondern der steht dann auf dem Dach und jagt da eben dann, 50 Schrauben rein. Und der sagt dann nachher, oh, jetzt bin ich auch fertig. Der muss noch weiterarbeiten. Genau, Grüße gehen raus an den Profi. Nee, total. Und du hast ja auch kein Kinderschlecken, wie sagt man, Kindergeburtstag? Kein Kindergeburtstag? Ja. Naja, was auch immer. Ja, sowas zu machen, absolut. Gibt es eigentlich noch irgendein Werkzeug, was du dir wünschen würdest? Von Metabo? Wo du sagen würdest, egal ob es jetzt rauskommt oder nicht, wo du sagst, boah, das hätte ich echt gerne von Metabo. Hättest du das nicht gestern Abend mich fragen können? Hätte ich mir ein paar Gedanken machen können. Boah. Man spricht ja dafür, dass es eine Menge Werkzeuge gibt von Metabo, die du richtig gut findest. Du sagst, oh ja, bin schon gut ausgestattet. Ich hätte den Wunsch, Hochleistungsakkugeräte, dass die noch länger laufen. Die Laufzeit nach oben zu kriegen. Das ist jetzt ein spezifisches Elektrowerkzeug, sondern das hat was mit Laufzeit von Akkus zu tun. Also wenn du wirklich so in der Hardcore-Anwendung bist, bei Hochleistungsakkugeräten, dazu sage, du schleif einfach oder bohr einfach oder mach einfach mal eine Stunde lang gar kein Problem mit dem Akkupack. Das wäre so ein Wunsch, was ich mir extrem wünschen würde. Aber so Elektrowerkzeug, gerade so aus dem Stegreif, habe ich jetzt gerade so nichts. Nee. Was ist denn dein, oder bevor ich zu der Frage komme, nicht, dass die Zuschauer jetzt ein falsches Gefühl haben, heißt ja nicht, dass eure Akkus jetzt weniger oder schlechter sind, weniger halten oder schlechter sind, sondern natürlich ist allgemein der Wunsch da, dass man quasi grenzenlos lange mit dem Akku arbeitet. Ja. Das wäre natürlich mega, aber ich glaube, dazu bräuchte es einfach eine andere Akkutechnologie. Ja, also andere Zellen, was wie auch immer. Genau. Ja. Genau. Die, sag mal, genauso schwer sind wie jetzt, aber vielleicht deutlich mehr Energie speichern könnten. Ja. Das also wäre ultra krass und ich glaube, das wäre nochmal eine richtige Revolution. Weil momentan sind wir so an einem Punkt, wo man so denkt, so, naja, was soll denn jetzt als nächstes kommen oder wie soll es denn jetzt weitergehen? Was jetzt nicht schlimm ist. Also wir haben halt tolle Sachen, tolle Geräte, aber es wird spannend. Oder es bleibt spannend. Also ich glaube, die meiste Entwicklung ist im Akku passiert, wenn man überlegt, mit was man angefangen hat. Also mit einer Lithium-Ionen-Zelle mit 1,1 Ampere-Stunden, die wir jetzt das 10-fache haben. Also da ist schon extrem viel passiert in den letzten Jahren. Da passiert in Zukunft auch sehr viel. Weil natürlich ein Thema mitspielt, das ist nicht nur der Elektrowerkzeughersteller, ob der jetzt grün oder blau oder gelb ist, ist vollkommen egal. Sondern gibt es einfach andere Unternehmen, die bauen Autos und die wollen auch weit fahren. Somit ist die Entwicklung da schon extrem getrieben und das hilft uns natürlich auch mit. Ja, absolut. Ja. Absolut. Es ist doch erstaunlich, wenn man sich überlegt, die ersten Akkuschrauber, da warst du froh, wenn du so ein paar Schrauben geschraubt hast. Und wenn du jetzt den richtigen Schrauber, einen effizienten Schrauber nimmst, kannst du auch ohne Probleme 500 Schrauben am Stück, also ohne abzusetzen, Schrauben. Ja. Das geht. Ich meine, wir hatten vorhin das Thema 20 Jahre. Vor 20 Jahren unvorstellbar. Hättest du nicht geträumt von, dass das möglich ist. Und heute, ja, machst du halt einfach. Gar kein Problem. Ja. Denkt man gar nicht mehr drüber nach. Ja, irre. Ich glaube, einer deiner Lieblingsmaschinen von Metabo ist, glaube ich, unsere Akkutauchersäge. Absolut, ja. Und ich habe mal so eine kleine PowerPoint gemacht und habe einfach mal eine USB-Platte in ein Fußballstadion rein projiziert und gesagt, hey Kamerad, das ist absolut gar kein Problem mit der Tauchkreissäge, eine 22er USB, die einmal durchs Fußballfeld durchzusägen. Und das ist schon krass. Absolut. Mach das mal. Ja, absolut. Also, dass überhaupt eine Tauchsäge mit Akku war selbst vor 5 Jahren noch so ein Ding, wo man sagt, oh ja, also es gab die ersten, aber so war das so wirklich so schön, also richtig Spaß gemacht. Und heute ist das einfach eine Selbstverständlichkeit. Genau. Ja. Und hier möchte ich nochmal sagen, für die es nicht so kennen, die HDX-Akkus, also die Tabless-Zellen, also die Akkus mit Tabless-Zellen vielmehr, machen gerade in so einer Tauchsäge auch richtig Sinn. Bei harten Anwendungen, wenn ich jetzt so eine dünne Platte schneide, ist egal, aber wenn man in Hartholz zum Beispiel geht oder in dicke Materialien, macht es richtig Spaß. Ja, gerade Multiplex ist ja sehr stark im Einsatz. Wenn du da mal so einen 40er Multiplex hast. Und das ist ja gerade das Krasse auch, klar, marketingtechnisch
man muss es ja irgendwie auch an die Leute bringen. Und wenn da irgendwie dran steht, ja 85% mehr Schnitte mit dem gleichen Akku, also mit den gleichen Amperestunden, sagt ja jeder Endanwender, ja, Marketing, schöne Zahl. Aber es ist bei dieser Technologie so, wenn du Leistung abrufst, das ist genau wie du gerade sagst, dann kriegst du mehr Schnitte auch raus. Wenn du eine kleine Anwendung hast, machst du keinen Unterschied. Dann bleibt sich alles gleich. Aber Hitze ist doof bei Akkus und das ist halt bei Tablets nicht so stark der Fall, diese Hitze oder diese Erwärmung. Ja. Wenn man sich Metabo anschaut, ist Metabo ja nicht der größte Werkzeughersteller in Deutschland. Nein. Ja. Was würdest du dir wünschen, wenn du dir wünschst, was machen könntest, ja, bei Metabo, ja, was müsste Metabo machen, um der Größte zu werden, um größer zu werden, deutlich größer zu werden? Ich glaube, die Range an Akkugeräten noch mehr zu vergrößern, wie sie jetzt schon ist. Aber ist es nicht dann eher auch eine Frage der Bekanntheit? Weil durch CAS habt ihr so viele auch Spezialgeräte. Ihr selber habt sehr, sehr viele Akkugeräte. Ist es da nicht auch ein Thema, da anzusetzen, dass es viel bekannter ist? Weil ich glaube, wenn ich auf die Straße gehe und frage, kennst du Metabo? Ja. Kennst du CAS? Was kann das? Ich glaube, das ist nicht so bekannt. Also diejenigen, die sehr stark davon profitieren im Handwerk und auch Industrie, du weißt, im CAS sind sehr viele spezielle Unternehmen, ob man jetzt einen ITH zum Beispiel einen Hochdrehmomentschrauber, so ein Hochdrehmomentschrauber kauft sich nicht das Schlosser Meier um die Ecke, sondern das sind halt große Industriebetriebe, die diese Anwendung haben. Da ist es, glaube ich, schon ein Begriff, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, umso kleiner der Betrieb wird, umso weniger kennt man dann CAS. Ist ein Segen, ist super für uns, auch für die Bekanntheit und natürlich auch für unsere Elektrowerkzeuge. Klar, es macht für uns nicht immer Sinn, so jedes spezifische Elektrowerkzeug zu entwickeln. Und wenn du dann einen CS-Partner hast, ist doch toll. Nimm dem seins, der ist Spezialist in dem Bereich, der macht nichts anderes wie das. Und dann hast du das Beste, was du kriegen kannst auf dieser Welt, weil er nichts anderes macht. Und wenn der Akku dann noch passt, ist das super. Ja, ich gebe da schon recht. Aber es ist immer so, gerade wenn du so ein Schreiner, so ein Schlosser, der halt vielleicht nicht unbedingt solche High-End-Produkte im Einsatz hat, sucht vielleicht dann doch bei Metabo im Produktprogramm doch eine größere Anzahl an Elektrowerkzeugen. Ich kann es nicht sagen. Ja. Bekanntheit ist ganz wichtig, logischerweise, um die Nummer 1 zu werden. Ja. Wenn wir uns übrigens die letzten 30 Jahre mal anschauen, die du jetzt bei Metabo bist, und jedes Mal, wenn ich das sage, fühlt sich das komisch an. Für mich auch, ja. Ja, ich meine, ich war in meinem letzten Unternehmen, bevor ich gekündigt habe, auch fast 25 Jahre. Und als ich gekündigt habe, habe ich gedacht, wow, 25 Jahre, das ist ja wie zu Hause. Also das ist ja, du verlässt ja dein Zuhause irgendwie, ja, oder deine Heimat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sich das auch für dich anfühlt, weil du bist ja auch im Grunde die ganze Zeit auch im selben Standort. Ja, ich meine, das ist der Standort. Was ich übrigens an eurem Standort super faszinierend finde, ist da, wie viele Kompetenzen an einem Ort sind, bis zur Fertigung. Das fühlt sich auch richtig cool an, also da vor Ort zu sein. Und da würde ich auch gerne anknüpfen, wie hat sich eigentlich die Firma Metabo verändert in dieser Zeit? Also was ist das Metabo von vor 30 Jahren und was ist heute anders? Sehr schwer, da eine Antwort zu geben. Also wie hat sich Metabo verändert in der Zeit? Mehr internationaler logischerweise. Ich mache auch die Schulungen für unsere Vertriebsniederlassungen. Da hat sich natürlich sehr viel getan. Weiß jetzt nicht, was ich da noch sagen soll, wie sich da Metabo verändert hat. Vielleicht eben auch nicht, das ist auch okay. Also das Gefühl ist aber dasselbe. Ja. Dieses Persönliche und Familiäre. Da hat sich gar nichts geändert. Das heißt also, Metabo ist Metabo. Das ist ja auch okay, ja. Und ist auch, ich finde es sehr faszinierend, wie sehr du drin verwurzelt bist und auch so dahinter stehst. Ja. Ich würde jetzt gerne die Frage stellen, ab welchem Angebot könnte man dich abwerben, aber ich glaube, das ist eine fiese Frage. Ich habe am Ende eigentlich nur noch eine Frage, und zwar, was ist dein
allerliebstes Lieblingswerkzeug und warum? Von Metabo natürlich. Es gibt ja nichts anderes bei mir. Zurzeit, es verändert sich bei mir natürlich immer ein bisschen, wenn was Neues kommt. Zurzeit ist der BLAC Winkelschleifer. Warum? Weil ich noch nichts bis dato in den Finger hatte, das so brutal abgeht wie dieses Teil. Für einen kleinen Winkelschleifer. Also es ist ein bürstenloser 2000 Watt, kleiner Winkelschleifer, 125er Scheibe. Ich habe noch nie was geschliffen, was so hoch performt, das so lang performt in Überlast, das so eine hohe Lägungsdauer hat im Gesamten. Also wir machen ja Tests bei uns auf einer Bremse. Wir machen Tests mit Kollegen, die nichts anderes machen, das Ding zu quälen, Tag und Nacht durchweg. Und ich habe noch nie einen Winkelschleifer gesehen, der dann sagt, ja und dann mach doch. Also diese Performance ist mir ganz neu und ich bin ein Metaller, ich liebe Winkelschleifer. Mein Kollege sagt immer, der Uwe war früher ein Winkelschleifer. Ja. Und das ist zurzeit mein Produkt schlechthin. Das Ding geht ab wie Schmitzkatze und es gibt bis dato nichts Vergleichbares. Gibt's nicht. Ja, also vielen Dank für den Einblick. Ich sag mal, ein bisschen in dein Seelenleben oder in deine Vergangenheit. Den Winkelschleifer kann ich euch auch nur ans Herz legen. Schön, dass du da warst. Ich freue mich demnächst hoffentlich mal wieder was mit dir zu drehen. Und für euch, und ist das okay, wenn du nochmal wiederkommst? Ja, na klar, sehr gut. Ja. Okay, und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.